Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Ich bin heute draußen bei etwas kühlerem Wetter, Wandertour im Schnee. Ja, und da ist mir eingefallen, dass ich noch ein Video drehen wollte, und zwar zu dem Thema Trangia und Kälte. Ich möchte euch heute in diesem Video zeigen, wie ihr mit einfachsten Mitteln, und zwar ein Stück Carbonvlies und einen Rest von einer Getränkedose, euren Trangia winterfest machen könnt. Wir kennen ja alle das Problem, kalte Temperaturen. Der Spiritus ist kalt, wir haben jetzt ca. 5 Grad hier. Wenn ich den Trangia entzünden will und benutze dazu einen Feuerstahl oder versuche es auch mit dem Feuerzeug, geht der Trangia nicht an. Wie ihr seht, geht der Trangia nicht an. Der Spiritus ist zu kalt, das altbekannte Problem. Ja, dafür gibt es von Trangia auch die sogenannte Vorglühkralle. Die steckt man dann von unten auf den Trangia drauf und da ist dann so ein Pad, das zündet mal an und das erhitzt den Trangia, macht sich aber im Handling sehr schlecht, ist ein Zusatzteil, hat auch viel Gewicht, das hat mir nicht gefallen. Ja, und ich bin eigentlich auf eine ganz simple Lösung gekommen. Ich hatte noch einen Rest Carbonvlies von meinen anderen Brennern, die ich gebastelt habe. Und das habe ich hier auf ein Stück Dosenblech gemacht und zurechtgeschnitten. Wie ich es gemacht habe, zeige ich euch nachher in der Werkstatt. Und das Teil setzt man jetzt einfach in den Trangia ein. Man verändert nichts am Trangia, man kann es im Sommer wieder rausnehmen. Euer Topfkreuz passt auch weiterhin. Und ihr macht wirklich keine Veränderung und der Brenner ist somit auch im Winter bei tiefsten Temperaturen entzündbar. Ich setze jetzt mal diesen Ring hier ein. Ja, so sieht das Ganze aus. Hier ist das Dosenblech, da ist das Carbonvlies. Ja, und das hat eigentlich eh schon die Rundung. Das war mal hier eine Cola-Dose. Ja, und das setzen wir jetzt ganz einfach hier, machen das zusammen. Also drehen es ein bisschen, natürlich nicht knicken, sollte ja noch Spannung haben. So, drehen das ein bisschen zusammen und setzen das jetzt hier in den Trangia. So, wichtig ist, der hat es hier oben verpresst. Der hat hier so einen Rand, da muss es hinter, dass es euch nicht rausrutscht. Das hakt also praktisch hier hinter dann ein. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Halt's mal ein bisschen hoch. Hier habt ihr jetzt das Carbonvlies, das zieht sich voll wie ein Docht. Innen drin liegt jetzt hier unser Metallring. Ja, und das war eigentlich auch schon alles. Und wie gesagt, im Sommer, wenn ihr das nicht braucht, könnt ihr das auch wieder rausnehmen. Topfkreuz. Nehme ich mal eins hier. Wie ihr seht, auch kein Problem, passt nach wie vor drauf. Ich mache es jetzt mal nicht auseinander. Tja, Gewicht habt ihr, ja, das kann man vernachlässigen, ist 1-2 Gramm oder so. Ja, zugehen, ganz normal. Könnt ihr also ganz normal zuschrauben, euren Trangia. Deckel drauf, wie ihr es gewohnt seid. Ihr habt kein extra Teil. Das Ding hat kaum zusätzliches Gewicht. Ja, und jetzt kann man den Trangia auch wirklich bei tiefsten Temperaturen benutzen. Sobald sich hier ein Funke in dem Carbonvlies fängt, ist die Oberfläche vom Spiritus natürlich größer durch diesen watteähnlichen Effekt. Ja, und das Carbonvlies zündet und der Trangia geht an. So die Theorie, jetzt werden wir es ausprobieren. So, dann nehmen wir wieder unser Messer und den Feuerstahl und los geht's. So, dann probieren wir das mal aus. Ihr müsst natürlich versuchen, möglichst hier den Carbonvlies zu treffen, dass der sich entzündet. Ich versuch's mal. Zack, da ist er schon an mit einem Strike. Ja, und jetzt brennt der Carbonvlies wie so ein Docht und erhitzt hier den Spiritus und dann brennt der Brenner ganz normal. Also so kriegt ihr den Trangia auch bei Minusgraden an. Ja, wie ihr seht, simpel, einfach und genial.
Kostet nicht viel, braucht nur das Stück Dosenblech und einen Rest Carbonvlies. Ja, und schon habt ihr euren Trangia winterfest. Ihr habt keine zusätzlichen Geräte, ihr müsst nichts mitschleppen. Es ist alles so verpackt wie immer. Ja, jetzt werde ich euch noch was zu der Funktionsweise von diesem Ring erzählen. Da gibt es nämlich noch so ein paar Sachen zu beachten und das zeige ich euch schnell noch. Ja, jetzt will ich euch noch erklären, warum ich das genau so aufgebaut habe und nicht anders. Man hätte ja zum Beispiel hier auch ein Stück Carbonvlies schneiden können und das als Ring hier reinlegen, ohne das Blech. Ja, aber Carbonvlies dämmt die Hitze. Wenn ihr praktisch das Vlies hier reinlegt, dann wird die Wandung nicht geheizt von dem Trangia und der Brenner zündet dann ewig nicht, weil sich einfach die Hitze nicht auf den Trangia überträgt und somit der Spiritus nicht warm wird in den Kammern hier und somit auch nicht zünden kann. Deswegen habe ich hier nur ein kleines Stück und der Rest, das Blech, leitet die Hitze an den Brenner weiter, so dass dieser normal zünden kann. In der Mitte habe ich auch extra nichts reingemacht, damit die normale Flamme, die Kernflamme, ganz normal brennen kann, ungehindert. Das heißt, dieses Stück an der Seite hier stört kaum. Die Hitze, die sich hier nicht auf den Trangia übertragen kann, da wo das Vlies ist, die zieht das Metall praktisch selber hinterdurch, weil die Fläche nicht so groß ist. Ja, und genau deswegen habe ich das Teil so gemacht. Des Weiteren gibt es auch noch Nachbauten, die haben unten Durchführung. Die würdet ihr mit dem normalen Carbonvlies, wenn ihr das jetzt einfach als Kreis da reinstecken würdet, auch verschließen. Und hier bei dem Blech kann man unten praktisch die Löcher ausschneiden. Dann bleibt euer Brenner genau so, wie er war und wird nicht behindert beim Brennen. So, dann werde ich den Brenner jetzt nochmal anmachen und mir einen Kaffee kochen. Lege das wieder so hin, dass es auf das Vlies geht. Da ist er wieder an, trotz Kälte. Jetzt kann ich mein Topfkreuz hier auflegen. So, und meinen Kaffee da drauf stellen. Dann kann der Kaffee kochen. Ja, ich würde sagen, ich trinke jetzt hier noch gemütlich in der wunderbaren verschneiten Landschaft meinen Kaffee. Dann werde ich nach Hause gehen und dann bauen wir zusammen in der Werkstatt so einen Ring nach mit dem Carbonvlies. Zeige euch genau, wie das geht und wie ihr das machen müsst. Okay, dann bis gleich. Hier sieht man auch nochmal, dass der Trangia ganz normales Flammenbild hat. Er wird auch nicht beeinträchtigt durch den Einsatz. So Leute, ich bin wieder zu Hause in meiner Werkstatt. Habe schon mal alles vorbereitet hier, was wir brauchen. Ja, dann werde ich mit euch jetzt mal so einen Zündring bauen, damit ihr mal seht, wie ich das gemacht habe, wie ich das Carbon an dem Blech festbekommen habe und so weiter. So, ich habe hier mal alles hingelegt, was ihr dazu braucht. Und zwar braucht ihr einmal hier so ein Heftgerät, so ein Bürohefter, dann eine Schere, um das Dosenblech zu schneiden. Dann habe ich hier noch so einen Permanentmarker, um das Blech anzuzeichnen. So ein kleiner Zollstock oder irgendwie sowas, das ist auch von Vorteil. Dann braucht ihr nicht mit so einem großen messen. Ja, dann habe ich hier so einen Rest von dem Carbonvlies. Da sage ich nachher aber noch was zu. Ja, dann braucht ihr noch ein Lineal, um das Ganze anzuzeichnen.
Und natürlich irgendeine leere Getränkedose. Ich habe jetzt hier eine Cola-Dose. Euren Trangia zum Ausmessen. Und ein Messer muss jetzt nicht hier so ein Haudegen sein. Reicht auch ein normales Messer, um die Dose einzuschlitzen, damit man es nachher aufschneiden kann. Gut, dann fange ich jetzt mal an. Machen wir erstmal das Blech aus der Dose, was wir brauchen. Dazu schneide ich die Dose jetzt oben und unten mit dem Messer ein und schneide den Deckel und den Boden ab. Dann nehmen wir unser Messer. Also wie gesagt, es muss nicht so ein Haudegen sein. Ich hatte das jetzt gerade noch vom Spaziergang. So, und dann steche ich hier mal vorsichtig ein. So, ich schneide es jetzt nicht mit dem Messer, weil es so dick ist. Ich schneide es jetzt lieber hier mit der Schere. Jetzt geht das Blech, wenn möglich, nicht so verbiegen. So, jetzt haben wir eine Seite. Ich schneide jetzt erstmal die eine Seite hier schön flach rund. Den Grat weg. Jetzt komme ich auch besser ran. So. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem Boden. Steche ich auch wieder ein und schneiden. So, okay, jetzt haben wir hier unsere Blechrolle. Schneide ich hier auch noch mal ein bisschen sauberer ab, so wir hier vernünftig rankommen. So, das ist halbwegs. So, das reicht ja. So, okay, jetzt haben wir unsere Blechrolle. Jetzt schneide ich die noch einmal der Länge nach auf. Aufpassen, ist natürlich scharfkantig. So, und hier haben wir unser Blech für den Ring. Als nächstes brauchen wir natürlich die Maße von dem Trangia oder in meinem Fall hier den Esbit. Ich würde sagen, ihr nehmt dann euren Brenner, damit das dann auch wirklich stimmt. Ja, dann werden wir uns mal die Maße holen, die wir brauchen, um den Blechring zu fertigen. Okay, dazu nehmen wir jetzt unseren Trangia, machen den mal auf. Ich in dem Fall hier meinen Esbit-Nachbau. Ja, das erste, was wir natürlich brauchen, ist der Durchmesser. Der ist bei mir hier 4 cm. Daraus können wir dann hier den Umfang berechnen von dem Kreis, also praktisch die Länge des Blechs mit Pi. Die Formeln findet ihr auch im Internet. Da gibt es sogar Umfangrechner, Kreisumfangrechner. Aber ich denke, das wird identisch sein. Also das sind 12 cm. Hier das nächste, was wir brauchen, ist natürlich noch die Höhe oder die Breite von dem Blech. Da messe ich jetzt mal hier. Das sind bei mir 3,7 cm. Ich ziehe aber da noch was ab. Ich mache da so 3,5 cm draus. Warum zeige ich euch jetzt? Muss man hier so eine Lampe machen, dass man es vor der Kamera sieht. Ja, also A müsst ihr ja hier, ist so eine Falz. Hier. Da drunter sitzt das Blech dann praktisch fest. Und der Trangia hat hier am Boden, seht ihr das? So Pressung, hier so eine Füßchen eingepresst. Da. Und das nimmt euch auch nochmal Höhe weg. Das heißt, ihr dürft es nicht zu knapp machen. Also lieber ein bisschen abziehen. Ich sage mal, ich nehme mal 3,5 cm. Ihr könnt auch weniger nehmen. Ein bisschen und könnt auch noch den Ring hier nach oben schieben. Und dann bleibt unten noch Platz. Oder ihr schneidet das dann aus, falls ihr einen anderen Brenner habt, der hier unten noch Durchführungen habt. Okay, so viel dazu. Die Maße haben wir jetzt. Dann schneiden wir das Blech zu. Ich werde das jetzt hier aufs Blech anzeichnen. Wichtig dabei ist, dass ihr wirklich mit der Rundung arbeitet. Dass das lange Teil auch wirklich so ist, wie es dann in den Brenner reingelegt wird. Nicht, dass ihr das Blech dann falsch rumnehmt. Das ist dann nicht so gut, weil es hat eh schon diese Rundung
drin von der Dosenform, also praktisch hier der Länge nach, nicht so der Länge nach. Sonst wäre es falsch. Ja, dann zeichne ich das jetzt mal an und dann schneiden wir es aus. Okay, dann nehmen wir mal unser Blech. Als erstes schneide ich hier mal die Kante, die dünne Seite. Zack, okay. Dann mache ich die andere Seite hier. So. Okay, jetzt haben wir schon unseren Streifen hier. Jetzt schneide ich noch die Kante. Ja, nicht so einfach hier, dass es genau wird. Ja, einmal. Und schön aufpassen, dass er euch nicht schneidet an dem Blech. So, das ist der Rest. Hier könntet ihr sogar noch, glaube, ja, noch einen draus bauen. Wenn er richtig sauber arbeitet, könnt ihr sogar noch 2 davon machen. Okay, hier haben wir jetzt unseren Ring. Wer will, kann das hier hinten noch abschmirgeln, damit es schöner wird. Das mache ich jetzt mal schnell. Das hatte ich bei dem Prototypen noch nicht gemacht. Dazu lege ich den Streifen hier einfach auf die Werkbank, nehme hier so ein feines Schmirgelpapier und schmirgel das hier so ein bisschen runter. Sieht dann ein bisschen edler aus. Hier sieht man sogar jede Delle, jede Einbuchtung in der Dose. Ist noch lustig. So, jetzt ist es fertig. Ich habe es abgeschliffen. Man kann das wahrscheinlich auch mit irgendeinem Lösungsmittel machen. Wird es vielleicht glatter, aber ist ja egal. So, was wir jetzt eigentlich noch brauchen, ist hier die Mitte für das Carbon-Vlies. Und zwar haben wir ja hier 12 cm. Ja, passt. Das Vlies soll 2 cm. Trage ich jetzt erstmal die Mitte ein hier. So, das wäre dann hier. So, und dann machen wir uns hier 2 cm eine Markierung. Also das wäre hier und hier. So, also hier liegt praktisch dann das Vlies. Okay. Was ich noch mache, ist hier die Ecken. Das habe ich festgestellt, das macht sich besser. Die biegen sich sonst um. Die schräge ich hier noch leicht ab. Macht sich besser, sonst knickt euch das Blech ruckzuck um, weil es so dünn ist. Das hatte ich beim Prototypen auch nicht gemacht. So, dann habt ihr hier die spitzen Kanten auch nicht. So, also sieht das jetzt so aus. Das ist die Innenseite praktisch. Das ist außen. Hier, dann schneide ich jetzt mal hier was von dem Carbonvlies zu. Das muss jetzt nicht genau, wirklich nicht 2 cm breit sein, so im Schnitt. Ich habe hier noch ein Stück, das ist per Zufall genau 3,5. So, da haben wir unser Stück Vlies und das kommt jetzt hier ran. So, um das Carbonvlies jetzt feuerfest an dem Blech zu befestigen, kommt jetzt unser Bürohefter hier zum Einsatz. Wir werden jetzt einfach das Carbonvlies durch das Metall, das weiche Aluminiumblech, anheften. So bleibt es stabil, auch wenn es öfter erhitzt wird. Dafür haben wir hier unsere Markierung. Jetzt sehe ich praktisch hier, wo das Vlies hin muss. Oh, ich sehe, hier ist noch nicht so schön geschnitten, das schneide ich noch mal schnell weg.
So, jetzt sehen wir praktisch hier, wo das Vlies hin muss. Wir haben ja die Markierungen gemacht und jetzt mache ich jeweils oben und unten eine Klammer rein. Und gucken, wie das klappt hier. So. Und einmal. Seht ihr, da ist schon fest. Bisschen zurechtrücken. Ja, wenn es nicht ganz gerade ist, ist jetzt auch nicht das Problem. Nur sehen, dass das Vlies mittig trifft. So, und schon ist unser Vlies dran. So, und fertig ist der Zündring. Jetzt können wir das Ganze hier in den Brenner einsetzen. Es rastet ein. So. Und fertig ist der Zündring für den Trangia. Hier fangen sich die Funken und dann wird der Alkohol hier erwärmt und entzündet sich. Aber das habt ihr ja in dem Video schon gesehen. Man kann auch noch hier die Klammer, wenn das jetzt, muss es nur noch mal rauskriegen. Wenn ihr das noch ein bisschen besser machen wollt, hier noch ein bisschen rund biegen. Oben, so einen kleinen Knick in die Klammer direkt, dass ihr nicht so eine Kante habt, dass es besser im Trangia liegt. So, jetzt liegt das richtig schön an. Ich nehme noch mal ein Licht hier, dass ihr es besser seht. So, jetzt sieht man das. Jetzt liegt das Blech hier schön unter der Kante, liegt schön hier drin. Ja, und wie gesagt, wenn ihr jetzt einen anderen Kocher habt, der hier unten praktisch einen flachen Boden hat und Löcher im Metall, die könnt ihr dann mit der Schere ganz einfach ausschneiden und dann kann der Spiritus da auch wieder ungehindert durchfließen. Ja, und schon ist der Heizring mit Carbonvlies für den Trangia fertig. Wie ihr gesehen habt, keine Hexerei, so ein Bürotacker, ein bisschen Dosenblech und ein Carbonvlies und schon ist das Ding fertig. Ich weiß, das Carbonvlies ist ein Problem, weil es wird hier in so großen Mengen geliefert. Das ist jetzt noch ein Rest, also die Matte war noch größer, das habe ich noch von meinem Brennerbau, meinem Eigenbrennerbau über. Ja, und deswegen mache ich auch diesmal eine Ausnahme. Normalerweise habe ich keine Zeit, irgendwelche Sachen zu basteln. Aber wenn jemand gerne unbedingt diesen Einsatz haben möchte, erkläre ich mich diesmal bereit, so ein Blech mit dem Teil fertig zu machen und euch das per Brief zu versenden. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht hunderte von Anfragen sein werden. Das Einzige, was ihr halt beachten müsst, ich möchte natürlich auch nicht draufzahlen, das Briefporto aus der Schweiz, ja, das sind nach Deutschland 4-5 Franken, die müsste ich dann schon nehmen. Die müsstet ihr mir dann irgendwie per PayPal überweisen. Aber es ist mit Sicherheit immer noch günstiger, als so eine Matte zu kaufen, wenn er wirklich bloß dieses eine Stück hier braucht für den Brenner. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch wie immer gefallen. War wieder lehrreich für den einen oder anderen. Die kleine Bastelei, es ist wirklich eine schöne Sache hier für den Winter. Damit kriegt ihr den Trangia garantiert an. Ich habe es auch oft getestet, also das funktioniert wunderbar. Ja, dann würde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao, tschüss.